Thank you, Xavi. Alfa Israel, Navasaki. Hallo meine Freunde, hola Madridistas, das waren Bilder von Xabi Alonso, wie er heute Morgen standesgemäß als erster das Trainingsgeländer von Real Madrid betritt. Der neue Chef Xabi Alonso, der das Projekt Real Madrid 25-26 offiziell eröffnet. Es geht wieder los. Und wir sprechen nicht von irgendeiner Saison. Wir sprechen von der ersten vollen Saison Xabi Alonso. Volle Kontrolle, volle Vision, volles Real Madrid. In diesem Video gehen wir den gesamten Kader von Real Madrid durch. Welche Rolle wird jeder Spieler unter Xabi Alonso einnehmen? Wer ist gesetzt? Wer muss kämpfen? Welche Chancen auf welcher Position hat welcher Spieler? Und wie sieht die wahrscheinliche Startaufstellung von unserem neuen Trainer aus? Viele von euch hatten mich danach gebeten. Heute geht es los mit dem Startschuss in die neue Saison. Also, es wird ein sehr interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja, zum offiziellen Start der neuen Saison mache ich ein Video, was glaube ich das ist, was ihr euch am häufigsten gewünscht habt auf meinem Kanal. Mario, wie wird die neue Elf, wie wird der neue Kader, die neue Mannschaft von Real Madrid unter Xabi Alonso aussehen? Ich habe mich ein bisschen gesträubt, weil ich noch warten wollte, kommt vielleicht noch ein Transfer, geht noch ein Spieler, damit wir auch aktuell auf dem möglichst neuesten Stand sind. Aber ich habe immer gesagt, sobald die neue Saison startet, die Saisonvorbereitung, glaube ich, der Kader von Real Madrid wird so gut wie abgeschlossen sein. Und die beste Quelle in der Welt von Real Madrid, Arantxa Rodriguez, hat das gestern Abend in der COPE bestätigt. Wenn ich bei Ramon Alvarez de Mon letzte Woche noch gesagt habe, ich glaube, der hat die Kurzwahlnummer von Florentino Perez, muss ich bei Arantxa Rodriguez sagen, da bin ich mir sicher. Wenn diese Dame bisher etwas veröffentlicht war, war es so sicher wie das Amen in der Kirche. Ja, und Arantxa Rodriguez hat gestern Abend gesagt, Real Madrid sieht den Kader als geschlossen. Was bedeutet das? Das bedeutet jetzt nicht, dass kein Transfer mehr passieren kann, aber Real Madrid sucht weder aktiv noch nach einer Verstärkung, noch sucht aktiv nach einem Abgang. Sollten sich aber Chancen ergeben, sollte Liverpool anklopfen mit einer Riesensumme für Rodrigo, sollte irgendein Spieler nach den ersten Trainingseinheiten bei Xabi Alonso merken, hör mal, ich bin hier dritte Wahl oder was auch immer, ich suche mir doch noch aktiv einen Verein, wird Real Madrid keinem die Tür verschließen. Und immer dann, wenn einer geht, dann könnte theoretisch auch einer kommen. Aber wenn kein Spieler von Real Madrid jetzt aktiv sagt, ich möchte Real Madrid verlassen, sind das die Jungs, mit denen wir diese Saison bestreiten werden. Ja, und deshalb finde ich, es ist der perfekte Tag, um zu schauen, wie der neue Kader von Madrid aussieht, wie die Positionen sein werden. Wie gesagt, was ich im Vorwort versprochen habe. Ja, und dazu würde ich sagen, gehen wir auf die offizielle Seite von Real Madrid. Fangen wir logischerweise mit den Torhütern an. Bisher bestätigt Thibaut Courtois und André Lunin. Und ich glaube, an der Reihenfolge ändert sich so schnell nichts. André Lunin ist ein toller Torhüter. Mit einem André Lunin kann man eine Champions League gewinnen. Das hat er unter Beweis gestellt. Aber Thibaut Courtois, wenn der fit ist, für mich mit Abstand der beste Torhüter der Welt. Also Thibaut Courtois wird unser Torhüter sein. André Lunin, glaube ich, wird unter einem Xabi Alonso mehr zum Einsatz kommen. Vielleicht im Pokalwettbewerb etc. Also ich glaube, der wird ein paar mehr Einsätze bekommen. Ja. Kommen wir dann zum nächsten im Kader, Dani Carvajal, unser Kapitän. Endlich ist er wieder zurück. Und Dani Carvajal hat für mich in diesem 3-5-2 zwei mögliche Aufstellungen. Zunächst einmal natürlich den rechten Außenverteidiger. Hat er sein ganzes Leben lang gespielt. Für mich der beste rechte Verteidiger in der Geschichte dieses Sports. Aber ich glaube, er könnte auch als rechter
Innenverteidiger aushelfen. Hat er hier und da schon mal, wenn Not an Mann war, gemacht. Ich sehe ihn auf beiden Positionen, als rechten Außenverteidiger aufgrund seiner Verletzung, der kommt gerade wieder zurück, sehe ich ihn zurzeit auf der zweiten Position, sehe ihn nicht unbedingt als Starter, wobei ich glaube, wenn Dani Carvajal mit seiner Mentalität, mit seinem Fußball wieder bei 100% ist, sehe ich ein starkes Rennen darum, wer rechts außen starten darf. Als rechten Innenverteidiger sehe ich ihn mit geringeren Chancen, aber hier und da kann das mal passieren. Kommen wir zum zweiten Spieler, Eder Militão. Eder Militão, nach seiner Verletzung hat er uns tolle Minuten gezeigt. Meiner Meinung nach war das überraschend. Trotz alledem muss man schauen, wie fit er ist. Wenn er fit ist, sehe ich für ein Eder Militão zwei Positionen auch in dieser Mannschaft. Rechter Innenverteidiger, wo ich ihn sogar, wenn er fit ist, auf der 1 sehe. Dadurch, dass er noch leicht angeschlagen ist, würde ich ihn auf der 2 sehen. Und ich würde ihn auch als zweite Möglichkeit als zentraler Innenverteidiger sehen. Er hat dafür die körperlichen Voraussetzungen, die Stabilität, hat die fußballerische Qualität, hat auch bei Porto schon mal auf der 6 gespielt. Also das ist eine zweite Position, die ich für ihn sehe. Kommen wir zum dritten im Bunde, David Alaba. Lange Verletzungsgeschichte. Viele sagen, Real Madrid hat nicht mehr mit ihm geplant. David Alaba sieht sich noch als wertvolles Teil des Kaders. Und so sehe ich das auch. Meiner Meinung nach startet er als Zweiter auf der Position des linken Innenverteidigers. Da ist natürlich eine seiner Stärken. Aber ich glaube, ein David Alaba hat auch den Fußball-IQ, die fußballerische Qualität, auch den zentralen Innenverteidiger zu spielen. Carlo Ancelotti hat mal gesagt, er ist ein pessimistischer Innenverteidiger, aber was ein David Alaba auf jeden Fall ist ein verdammt kluger Baller. Und ich glaube, er kann sowohl den zentralen Innenverteidiger als auch den Sechser super bedecken. Deshalb ist das auch eine Alternative auf dieser Position. Kommen wir dann zu Trent Alexander-Arnold. Ihr wisst, was ich jetzt sagen werde. Wenn Dani Carvajal auf der 2 war, kommen wir zu unserem Stammspieler. Meiner Meinung nach startet er mit einer Nasenspitze voraus. Trent wird die Saison als rechter Außenflügel erst einmal Stammspieler sein, wobei ich glaube, wenn Dani Carvajal wieder fit ist, wird man sehen, was passiert. Dann unsere neue Nummer 17, Raúl Asensio. Raúl Asensio sehe ich nach seiner Leistung bei der Club-WM, wahrscheinlich hilft auch dieses ganze Gerichtsverfahren nicht, ob du kopftechnisch da bei 100% sein kannst. Wie dem auch sei, ich sehe für Raúl Asensio natürlich zwei mögliche Positionen, rechter oder linker Innenverteidiger. Ich sehe ihn nicht in der Zentralen, dafür er ist zu sehr Kämpfer und ich sehe ihn auch nicht auf der 6. Ich sehe ihn zurzeit auf der 3. Position als rechter Innenverteidiger. Kommen wir jetzt zu den linken Verteidigern. Fangen wir an mit Álvaro Carreras. Unser Neuzugang, 50 Millionen. Ich hoffe, in ein paar Jahren sagen wir, dass die gut investiert waren. Álvaro Carreras startet ganz klar, meiner Meinung nach, als Starter, als linker Außenflügel. Aber auch ein Álvaro Carreras kann den linken Innenverteidiger spielen. Kann sein, dass ein Xabi Alonso ihn vor einem David Alaba da sieht. Ich persönlich nicht. Also Starter als linker Außenverteidiger ist Álvaro Carreras. Kommen wir jetzt zu einem Spieler, der meiner Meinung nach nur eine Position besetzen kann, nämlich Fran Garcia. Und die einzige Position, die ich für einen Fran Garcia sehe, ist einen linken Außenverteidiger. Wahrscheinlich könnte er auch einen linken Flügel spielen, aber da sind so viele Spieler bei Real Madrid, das sehe ich einfach nicht. Also Fran Garcia startet meiner Meinung nach knapp hinter Álvaro Carreras nach dieser Club-WM, der hat uns alle überzeugt, startet meiner Meinung nach als zweiter linker Außenverteidiger. Kommen wir dann zu Antonio Abi. Antonio Rüdiger, keine gute Club-WM, musste sich nach seiner OP erholen, hat letztes Jahr monatelang unter Schmerzen sich gequält. Aber wenn er topfit ist, ist er einer der besten Innenverteidiger der Welt, hat eine unglaubliche Hierarchie, kopfballstark, zweikampfstark, Mentalitätsmonster. Und meiner Meinung nach zurzeit Starter als rechter Innenverteidiger. Ja, hopfen wir noch einmal zurück zu den linken Verteidigern. Ferland Mendy. Auch ein Spieler, der zwei Positionen bedecken kann, sowohl den linken Außenverteidiger als den linken Innenverteidiger. Auf beiden Positionen sehe ich ihn meiner Meinung nach zurzeit auf dem 3. Platz.
Mal schauen, wie er mit dieser Situation klarkommt. Ist einer der Kandidaten, der wir eventuell auch noch sagen könnte, ich weiß nicht, ich verlasse vielleicht Real Madrid doch noch. Ja, und um die Abwehr perfekt zu machen, voll zu machen, ich glaube, da gibt es keine zwei Diskussionen. Dienhausen wird unser linker Innenverteidiger. Wir haben bei der Club-WM alle mit offenem Mund gestaunt und zugeschaut, wie dieser Junge Fußball zelebriert. Er wird eine ganz wichtige Waffe im System Xabi Alonso. Er wird einer der wichtigsten Spieler bei der Balleröffnung sein. Er von der Abwehr mit einem Trent Alexander-Arnold und einem defensiven Mittelfeldspieler. Dazu kommen wir jetzt gleich. Also, ganz wichtiger Eckpfeiler von Real Madrid, Dienhausen. Ja, wechseln wir jetzt ins Mittelfeld. Ja, und jetzt zu einem Kandidaten, der, wenn er fit ist, 100% gesetzt ist, ein Ballon d'Or-Kandidat, Jude Bellingham. Lasst uns alle hoffen, dass er nach der OP wieder der Jude Bellingham wird, der die Fußballwelt erobert hat, der, wenn er sich an der Schulter nicht verletzt hätte, meiner Meinung nach direkt im ersten Jahr bei Real Madrid den Ballon d'Or sich geholt hätte. Also wenn der zurück ist, ich glaube, dann gehen all unsere Träume in Erfüllung. Ein Jude Bellingham ist meiner Meinung nach definitiv Starter, als linker, offensiver, wie man das sehen möchte, als Achter auf Real Madrids linker Seite. Er könnte natürlich auch den zentralen Spielaufbau übernehmen, aber dann wird ihm ein bisschen seine Stärke genommen, die Xabi Alonso, glaube ich, zeigen möchte, dass er in der Box ankommt, seine Kopfballstärke, seine Stärke im letzten Drittel. Also ich sehe einen Jude Bellingham da, er kann natürlich auch als rechter Achter arbeiten, könnte auch als Sechser, aber ich glaube, er wird Starter auf der linken zentralen Mittelfeld. Ja, kommen wir dann zu Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga, ein sehr flexibler Spieler, kann auf verschiedenen Positionen spielen. Ich glaube, seine Hauptposition wird sein, der zentrale defensive Mittelfeldspieler, zuständig dafür, dass das Spiel aufgebaut wird, den Ball hinten abholen, nach vorne treiben. Ich glaube allerdings, der startet da auf zweiter Position. Er kann natürlich die Position des Achters übernehmen, wo links eben ein Jude Bellingham gesetzt wird. Er kann es links oder rechts machen. Auch da sehe ich ihn nicht unbedingt als Starter. Er könnte zur Not auch den linken Außenverteidiger machen, aber da haben wir in dieser Saison bereits 3 Stück. Ich sehe ihn zurzeit als zweiter Starter, als defensiver Mittelfeld. Ja, kommen wir dann zu Fede Valverde. Ich glaube, da gibt es keine Diskussion. Die Seele dieser Mannschaft, unser Kapitän ohne Binde, auch wenn er sie dieses Jahr oft tragen wird. Fede Valverde ist als rechter Achter. Dafür die Position ist er geboren. Da kann er seine Stärken zeigen, hinten helfen, vorne genügend zum Abschluss kommen. Eine ständige Gefahr für den Gegner, ein unglaubliches Zweikampfmonster. Für mich absolut gesetzt, Fede Valverde. Dann, wer auch absolut gesetzt ist, auch ein essentieller Teil von Real Madrid, von Xabi Alonso, ist Aurélien Tchouaméni. Er startet meiner Meinung nach auf dieser Hybridposition, wo er entscheidet. Spielt Madrid gerade mit einem 5-3-2, dann ist er der zentrale Innenverteidiger, oder spielt Real Madrid mit einem 4-4-2, dann geht er auf die 6 oder mit einem 4-3-3 etc. Ein Tchouaméni ist mehr oder weniger, ja, der Taktgeber von Real Madrid. Ja, und kommen wir vom Taktgeber zum Dirigenten. Zu dem Spieler, auf dem die meiste Verantwortung meiner Meinung nach liegen wird. Der Spieler, der sehr entscheidend wird, ob es eine grandiose Saison wird oder ob es eine nicht so gute Saison wird. Und zwar rede ich von einem meiner Lieblingsspieler, Arda Güler. Er ist für mich vor allem nach dieser Club-WM gesetzt auf der 6, wenn man das so nennen möchte. Wenn Tchouaméni dahinter ist, weiß ich nicht, ob man das 6 nennen kann. Dieser tiefe Spielmacher, ich sage es immer wieder, den auch ein Vitinha bei Paris spielt, ein Pedri, wie gesagt, den ein Kroos gespielt hat, etc. Dieser tiefe Spielmacher, der Dirigent, der im Motorraum, der dafür sorgt, dass Real Madrid Fußball spielt. Meiner Meinung nach das Herzstück von Real Madrid, und die Position auf der 1 sehe ich Arda Güler. Er könnte natürlich auch die Achter spielen, er könnte theoretisch auch einen rechten Flügel spielen, wenn wir das mal machen, aber ich glaube, seine Position, wo er starten wird, wird sein im Motorraum von Real Madrid. Dann haben wir noch Dani Ceballos. Dani Ceballos sehe ich persönlich zurzeit eher auf der 3. Stelle,
auf diesem Spielaufbau hinter Arda Güler, hinter Camavinga als Dritter in diesem Motorraum von Real Madrid. Auf der 8 sehe ich ihn nicht so, da fehlt ihm ein bisschen die körperliche Voraussetzung. Ja, und auch wenn er eigentlich bei den Stürmern gelistet ist, möchte ich jetzt Brahim Diaz mit euch noch besprechen. Denn Brahim Diaz sehe ich auch als Möglichkeit, dass er auf einer der beiden Achterpositionen spielen kann. Vor allem solange ein Jude Bellingham verletzt ist. Er kann natürlich in der Offensive auch die Position besetzen, aber meiner Meinung nach sehe ich ihn eher als Achter auf der Position von Bellingham oder Fede Valverde bei Real Madrid, startet aber auch da eher vielleicht auf der 2. oder 3. Position. Ja, und kommen wir jetzt zum Sturm. Vini Junior, unser kleiner Brasilianer, der diese Saison für sehr viele Sachen spielt. Er spielt dafür, dass er endlich wieder der Alte wird. Der beste Spieler der Welt, der Ballon d'Or, der Brasilianer, in den wir uns alle verliebt haben. Und gleichzeitig für einen neuen Vertrag. Ich glaube, Vini Junior wird top motiviert sein. Und was ich eben über Bellingham gesagt habe, wenn er wieder der Alte wird, genau das Gleiche sage ich über Vini. Wenn er wieder der Alte wird, dann sind alle Madridistas glücklich. Meiner Meinung nach startet er als Startspieler, als Stürmer von Real Madrid. Dann Kylian Mbappé, unsere neue Nummer 10, die Galionsfigur ein bisschen von Real Madrid. Und was soll ich euch sagen? Natürlich auch Stammspieler bei Real Madrid. Natürlich um ihn dreht sich ein bisschen das Projekt Real Madrid. Kylian Mbappé wird an der Seite von Vini Junior stürmen. Dann kommen wir zu Rodrigo. Laut neuester Infos, er hat sich getrennt von seiner Ex-Freundin. Sie von ihnen, die haben sich getrennt. Ich weiß nicht, wer sich von wem getrennt hat. Tatsache ist, das ist aus seinem Leben raus. Er hat gesagt, er möchte sich jetzt wieder voll und ganz auf die neue Saison vorbereiten. Viele sagen, er möchte Real Madrid nicht verlassen. Wobei ich auch glaube, wenn da ein großes Angebot kommt, wird man das sehen. Rodrigo startet tatsächlich, meiner Meinung nach, eher auf der 3. Position. Also nicht der erste Ersatzspieler für Vini und Mbappé. Kommen wir jetzt zu den nächsten beiden. Ein Endrick. Endrick, lange verletzt. Es dauert auch noch, bis er wieder zurückkommt. Und deshalb muss ich sagen, auch ein Endrick startet wie ein Rodrigo. Meiner Meinung nach eher auf der 3. Position in der Rangliste der Stürmer. Wie gesagt, mal schauen, ob ein Rodrigo, wenn er sich das ein paar Wochen anschaut, überhaupt noch bei Real Madrid bleibt. Werden wir sehen. Ja, dann kommen wir zu Gonzalo Garcia. Nach dieser Club-WM, nach dieser Leistung, ist er für mich ganz klar erster Ersatzspielkandidat, sobald ein Vini oder ein Mbappé mal draußen sind. Wenn es nach reiner Leistung gehen würde, müssten wir uns nicht wundern, wenn er sogar startet in den ersten Spielen. Der Junge hat in jedem Spiel getroffen. Torschützenkönig der Club-WM. Also es wäre jetzt auch kein Weltuntergang, wenn er sogar starten würde in den ersten Spielen. Ja, und dann kommen wir zum zweiten Neuzugang. Oder 3. oder 4. Ihr wisst, was ich meine. Franco Mastantuono. Der ist zwar noch nicht im Kader abgebildet, aber wir alle wissen, neuer Spieler von Real Madrid. Und nach dem, was man aus Spanien hört, nach den Lorbeeren, die man hört, glaube ich, er ist auch einer der ersten Ersatzspieler, falls ein Vini oder ein Mbappé ausgewechselt werden. Ich sehe ihn zu offensiv fürs Mittelfeld. Es sei denn, Madrid wechselt auf ein 4-3-3, das kann ich gleich noch zu kommen. Aber zurzeit sehe ich ihn als Ersatzspieler von Vini oder Mbappé. Ja, und das ist mehr oder weniger der Kader von Real Madrid. Die Spieler können viele Positionen besetzen, aber das wäre die erste Elf meiner Meinung nach, wenn heute ein Champions-League-Finale oder ein wichtiges Champions-League-Spiel wäre. Ja. Und es kann natürlich auch sein, dass ein Xabi Alonso auf ein 4-3-3 wechselt. Jetzt mache ich es ganz kurz. Das wäre meine Aufstellung, wenn es ein 4-3-3 wäre. Ich möchte jetzt nicht wieder alles ausarten, aber es gibt verschiedene Gründe. Bei einem 4-3-3 würde ich persönlich, wenn er fit wäre, einen Dani Carvajal vor einem Trent Alexander-Arnold sehen. Ganz einfach, weil ein Dani Carvajal auch in der Defensive und Offensive absolute Klasse ist. Bei einem 4-3-3 würde ich einen Mastantuono rechts vorne zurzeit sehen, weil das seine ideale Position ist. Das sind so ein paar Veränderungen, die ich machen würde. Aber mehr oder weniger, das wird das neue Real Madrid, was uns diese Saison erwartet. Wie gesagt, ich bin gespannt, was ihr zu diesem Video, zu meinen Aufstellungen zu sagen habt.
Lasst eure Meinung bitte in den Kommentaren. Ich bin sehr gespannt. Wenn ihr schon mal da seid, liken, teilen, follow nicht vergessen. Wir jagen immer noch mein großes Ziel, die 15.000. Da gibt es, wie gesagt, irgendeine dicke Verlosung wird es da geben. Ihr kennt mich inzwischen. Aber ich sage einfach mal, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin.